Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben! Heute starten wir etwas dynamischer in diesen Clip, denn ich habe einen Anruf bekommen vom Oskar, einen Freund von mir, und der hat vorgeschlagen, der hat vorgeschlagen, dass wir gemeinsam traditionelles Frühstück kochen und hola, buenas. Und ja, good morning, I like you. So will man begrüßt werden am Morgen, nicht? Ja, und da ich mehrere Kommentare auf das letzte Video erhalten habe, dass ihr gerne sehen würdet, wie man hier kocht, nehme ich das natürlich sofort an, dieses Angebot, und mache mich auf den Weg zum Oskar, wieder in den Stadtteil Sudjava. Wir werden erst am Markt ein bisschen einkaufen, alles Nötige, und dann gemeinsam kochen. Let's go! Perfektes Timing, ich bin schon ein bisschen spät dran und hier ist auch schon die Ruta. Oskar hatte das Guillain-Barré-Syndrom. Das ist eine entzündliche Krankheit der Nerven. Erst sind die Hände und Füße gelähmt, dann der ganze Körper. Oskar konnte sich von einem Tag auf den anderen nicht mehr bewegen und auch nicht einmal selbst atmen. Von Grund auf musste er alles neu lernen. Vor 4,5 Jahren besuchte ich ihn im Krankenhaus. Damals konnte er zwar schon wieder alleine atmen, jedoch nicht sprechen. Jetzt schauen wir, wie es ihm inzwischen geht. Hey! Hallo! Ja, wir haben hier alles. Ja, Ja, von Obst, Fischobst, frisches Obst, genau. Obst. Mein Deutsch ist nicht sehr gut, aber Ja, sehr gut ist dein Deutsch, immer noch. Du warst mit der Städtepartnerschaft in ja, Österreich. genau. Tourismusstudium. Tourismus, Hotelmanagement Wow. in ETH Klesheim. Ja, Kleesheim. Ja. Und wie viele Monate oder Jahre warst du in Österreich? 13 Monate. Wow. Ja. Hat es dir gut gefallen? Ja, so viel, aber ich muss hier zurückkommen. Ja, zur Universität fertig Ja. machen. Buenas. Mira, hay este camarón, hay pescado, tengo langosta y hay Etwas chuleta von de der camarón. Meer essen. ¿Dónde va este video? YouTube. ¿A dónde es eso? A la plataforma de internet YouTube y Ajá. esto va a todo el mundo. A todos los países. Ah, bueno, entonces quiero ser famoso. Sí. Te hago famosa. Está bien, Virgo. Esto te cuesta 100 Córdoba, mira. Está bien, está bien. Es la media. No, es la media. Es que está pasadita. Media ok. tiene, sí. Was braucht man noch, Oskar? Cebolla, Zwiebel? Zwiebel, ya. Aquí van 10, 10, 10. ¿Y de esta cuánto quiere? ¿Cuánto es eso? Aquí son 10. Aquí son 10, 20. 10, no son 10, perdón. Ja, Tortilla darf nicht fehlen. Ah, Käse, oder? So, wir haben alles eingekauft. Jetzt gehen wir zum Oskar nach Hause, denn wir kochen heute das weltbekannte nicaraguanische, ja eigentlich immer Gericht, Gallo Pinto. Ja. Das isst man zum Frühstück, zum Mittag, Essen, Abendessen. Abendessen, genau, immer. Immer wird das gegessen und dann kombiniert man es halt mit Banane zum Frühstück und Käse, zum Mittagessen vielleicht Pollo, Händel und Abendessen dann Tamales, Cuajada. Aha. Genau, das sind dann frittierte Bananen. Yeah. This is well known as the wooden church. Welche? Wooden church. Ah, die Holzkirche, ja. Yeah. Because it's all the structure is made by ancient wood from the holy forest. Aha, vom Heiligen Wald. From the ceiling, pillars, the rooftop, everything is made of wood.
Ich freue mich sehr, dass es dir wieder besser geht. Danke. Wie ich dich im Krankenhaus gesehen habe, da ist mir sehr schwer gefallen. Ja, ich Ja, kann also- das erinnern. Ja, Ja. 3 Monate und halbe im Krankenhaus. Das ist sehr schwierig, aber heute mir ist gut. ja, Nicht 100%, Ja. aber nach und nach. es geht besser. Ja, ich geht besser. Ja, Ma, ja. wann ich im Krankenhaus war, Ja, so nicht langweilig bin, ja, ich war alles auf Deutsch erinnern. wirklich? Ja. Und ja, so das ist mein Haus. Aha, So, willkommen. Dankeschön. Bevor wir mit dem Kochen starten können, holen wir noch gekochte Bohnen bei der Nachbarin. Oskar startet gleich mit dem Anbraten des Reises. Dazu gibt er ein bisschen Zwiebel und grüne Paprika. Dann kommt Salz und Wasser hinzu. Der fertige Reis wird zugedeckt und auf die Seite gestellt. Dann kümmern wir uns um die Bohnen. Dazu wird wieder etwas Öl in den Topf gegeben, dann grüner Paprika und Zwiebel stark angeröstet. Nachdem man die Bohnen dazugegeben hat, zerstampft man ein paar mit einem Becher. Vorsichtig, nicht zu viele. So when you put the soup, it's a little bit heavier, Ja, but not too much, then you will have a mud. Jetzt kommt der Bohnensaft wieder dazu, den wir vorher abgegossen haben, dann noch etwas Gemüsebrühe und mit Salz und Pfeffer abschmecken. jetzt geben wir den Reis dazu. Geben wir den Reis hinzu. Then soup, Hinzu. hinzu. You know, it's a little bit tricky. It's not just mixing the rice and beans and that's all. Ja, It has its own process. I can see now. So it's almost done, so we just cover it. It's a bit dry. Für ein traditionelles Nika-Frühstück brauchen wir noch frittierten Käse und No, Kochbananen. no, it gives a really nice taste. Ooh. That's the special one. For you. Oh my god, that's Okay. another special. Oskar würzt die Bananen mit seiner Geheimzutat, eine Prise Zimt. Als Sahnehäubchen machen wir noch ein weiteres typisches Gericht, Shrimps Ceviche. Dazu reinige ich die Shrimps und schneide sie in kleinere Stücke. Oskar gibt erst Salz hinzu, verrührt dieses und wartet, bis die Shrimps rosa werden. Dann gibt er Zitronensaft hinzu. Des Weiteren Zwiebel und grüne Paprika. Und noch etwas klein gehackte Tomaten. Und mit Salz und Pfeffer abschmecken. I think we are ready. We've been working for about 1.5 hours and ready to taste it. The best gallo pinto ever. Let's see Okay. how this will go. Oh my god. Yeah. It's not because I cook it. What? It's super delicious. Nice. Wow. 4.5 years ago you had a very rare illness, right? Yes, a very weird sickness. It's a syndrome called Guillain-Barré. It's a polytraumatism in the nervous system. So basically, the connection with my mind and my body disappeared. Yes. So I wasn't able to move anything, any part of my body.
I remember that I visited you in hospital, you know, I heard, because we knew each other before, right? Yeah. And we met each other when we were going out, like, you know, making jokes, stupid jokes, and Olla quemada, yeah, exactly. dancing, Yeah. And then we were joking around, and and suddenly I heard that you were sick, you were in hospital, Yes. and it's very serious, you cannot move and anything, you couldn't even swallow, I remember. Not even breathe. Yes, not even breathe. Yes. And so at one point I visited you, you know, because I wanted to see you, but I remember when I entered the hospital room that I was shocked. Because when I saw you, you know, that you couldn't, you know, you were totally helpless. Yes. That was for me a huge shock. I mean, I like to see you. We were joking again, like, Yes. when are you ready to dance again? You know, come on, move out of the bed or something stupid, I said. Yes. And but I was really shocked, you know, because I thought, oh my God, it's so serious. And I felt for a minute, you know, like I don't know if I could handle this, you know, because you had to start from zero. Yeah. So Minus zero, I would yes, say. minus zero. So how was this process for you? How did you feel? Well, as you got to know me before getting sick, I was totally independent. So I was independent in every sense. So I was challenging myself. I was like, for example, going to volcanoes. I was going faster every day and trying to do it as faster as possible. Always that's this positive thinking, you know, not thinking on the problem, but thinking of the solution. But suddenly I stopped totally, and I continued my thinking. What's the solution? I didn't think in like why it happened to me. I was like, what is the solution? And the only solution is just to be patient and wait. So it was hard, of course, because I was doing too many things: skateboarding, surfing, and hiking, volcanoes, camping. It was a burnout. Burnout. Yeah, because I never stopped. I don't know, probably I was so motivated to do many stuff that I didn't give myself time to rest. Recover. Yeah, to recover, to rest, to Wow. stop. Everything is about learning. And the bad things doesn't happen just because they are bad, because maybe you need to learn something. But it's always in your mind, you know? Just if you are able to see it as a challenge and learn from that challenge. Exactly. That's also my approach in life. Suddenly this happened, like as I told you, not even able to breathe. But finally I noticed that I was recovering, but it was a very slow process. So far I've been working on it, and I believe I will be much better than before. Yes. Unbelievable. I'm very impressed by your story. And that you always stay positive, you know. Yes. You should shake the shrimps. How do you like the shrimps? Are they good? They're perfect. Yes? Yes. I add the chili, Yeah. so you don't feel it that strong. You feel Okay. it back inside. Wow. Lecker? I'm impressed. It's delicious. So when we open the restaurant. It's time. Wow, wie inspirierend und berührend doch die Geschichte vom Oskar ist und wie positiv er die ganze Zeit über geblieben ist für mich immer noch, ja, wow, unglaublich. Und inzwischen, die verrückte Nudel radelt ja schon an den 20 Kilometer entfernten Strand, um sich dort ein bisschen zu entspannen. Und ja, also ich wünsche dem Oskar alles Liebe.
Und übrigens hat er mir auch erzählt, dass er große Pläne für die Zukunft hat. Er hat nämlich eine Tourorganisation schon gegründet, bevor er krank geworden ist, die Volcanica Nicaragua, und will da mit Klienten, Touristen aus aller Welt dann Nicaragua bereisen. Und eben meinem Motto Slow Traveling, langsam und präsent. Dafür wünsche ich ihm alles Gute, und weitere Informationen findet ihr in den Infos weiter unten. Ja, ich wünsche euch alles Liebe. Wir sehen uns am 30. Juni wieder. Ich habe beschlossen, nach Oskars Geschichte, dass auch mir ein bisschen Urlaub gut tut. Ich fahre an die Laguna de Apoyo, und voraussichtlich gibt es am 30. Juni das neue Video. Bussi!